Ach so, geht schon wieder los. Schon wieder ohne mich. Grüßt euch. Da bin ich wieder. Und heute habe ich mir eine Decke besorgt für meine Beine. Ich habe euch ja erzählt, es ist ein wenig frisch geworden in Tokio. Und deshalb habe ich heute eine kleine Decke für meine Beine. Dann fühle ich mich gleich ein bisschen wärmer. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's sehr gut. Ihr seht, ich habe noch ja so ein bisschen meine Sportkleidung an. Ich will heute euch ein bisschen was erzählen über meine Sportroutine und wie immer ganz spontan aber dabei bleiben. Uncut. Ich hoffe, es gibt keine Unterbrechung. Es gibt keine Unterbrechung, kein technisches Problem und ich kann diesen Podcast in einem Zug, also ohne Unterbrechung, in einem Zug aufnehmen. Das hoffe ich. Und ich hoffe, ich kann es sehr natürlich und authentisch machen und natürlich für dich verständlich. Also, über Sport. Über Sport wollte ich reden. Ja, hier, das ist eine bekannte japanische Marke, Mizuno, für Sportartikel. Ähm, ja, ich trage sehr gerne Mizuno und natürlich gibt es auch viele deutsche Sportartikelhersteller, die sehr gut sind. Ihr kennt alle Adidas, Puma, ja, das sind vielleicht die bekanntesten Beispiele. Und ja, in Japan ist Mizuno sehr, sehr bekannt. Vielleicht ist Mizuno so das japanische Adidas, wenn ich das vergleiche, ungefähr. Also ich sehe sehr viele Menschen, die Sport machen und Mizuno-Kleidung tragen. Und ja, das Shirt hier, das hält mich schön warm, auch beim Sport. Und heute, ja, gestern war ich joggen. Gestern bin ich joggen gegangen. Wir sagen normalerweise joggen gehen, ja, nicht ich bin gejoggt. Kannst du auch sagen, das ist nicht falsch, aber ein bisschen natürlicher klingt. Ich bin joggen gegangen oder ich bin laufen gegangen. Wenn du sagst, ich bin laufen gegangen, dann versteht man sofort, okay, joggen, also nicht langsam laufen, ja, das ist immer aus dem Kontext dann klar. Also ich bin auch gestern laufen oder joggen gegangen und ja, gestern war das Wetter ein klein wenig wärmer und es war sonnig und deshalb ja perfekte Bedingungen zum Laufen, zum Joggen. Und heute habe ich ein kleines Krafttraining gemacht. Beim Krafttraining mache ich auch immer ein kleines Zirkeltraining. Und zwar nicht, ich mache nicht so viele Übungen. Meistens nehme ich mir 4 Übungen und mache dann immer die 4 Übungen hintereinander. Also ein Zirkel, ein Kreis. Und dann wiederhole ich diesen Kreis, diesen Zirkel 4-mal, sodass ich ja 4 mal 4, 16 Einheiten quasi habe, 16 Übungen. Und welche Übungen mache ich? Ich mache so die Klassiker, die klassischen Übungen beim Krafttraining. Also Liegestütz und was mache ich noch? Ja, ich mache natürlich Kniebeugen. Ja, also auf Deutsch kannst du auch Squat sagen, aber Kniebeugen ist das deutsche Wort. Und ich mache einbeinige Kniebeuge. Einbeinig, also mit einem Bein. Einbeinig. Das andere Bein benutze ich nicht. Da stelle ich den Fuß auf einen kleinen Zaun und dann kann ich einbeinig die Kniebeugen machen. Also Liegestütz, Kniebeugen und was mache ich noch?
Ach so, apropos, ja, Kniebeugen, natürlich ein sehr logisches Wort, wie ihr das kennt aus dem Deutschen. Ich beuge das Knie. Strecken, diese Bewegung, das ist Strecken und das ist Beugen. Strecken, beugen. Ja, also Kniebeugen und Kniestrecken, aber die Übung heißt nur Kniebeuge, nicht Kniestrecken. Auch wenn wir das Knie natürlich wieder strecken. Okay, so viel dazu. Also Kniebeugen, Liegestütz und Klimmzüge. Klimmzüge. Hast du eine Idee, was Klimmzüge sind? Klimmzüge. Züge, da steckt Zug drin. Zug, also nicht die Deutsche Bahn, nicht dieser Zug, sondern Zug von ziehen. Ziehen, ziehen. Davon ist das Nomen auch Zug, aber ich habe diese Bewegung gemacht, aber das ist nicht der Klimmzug. Klimmzüge sind an der Stange, sich an der Stange hochziehen. Das sind Klimmzüge, nennen wir das. Und ja, Klimmzüge mache ich. Was mache ich noch? Was ist die vierte Übung? Also die vierte Übung variiere ich meistens. Manchmal mache ich, jetzt habe ich selber das deutsche Wort vergessen, nicht Deadlifts, sondern Kreuzheben. Genau, jetzt habe ich selber das deutsche Wort vergessen. Kreuzheben, sagen wir. Also wenn man sich vorbeugt, die Knie ein bisschen beugt und dann die Knie wieder streckt und sich dann auch selbst wieder streckt. Also Deadlift. Dazu sagen wir Kreuzheben. Warum Kreuzheben? Heben, das ist so wie eine Last heben, ein Gewicht heben oder ein Gewicht heben. Heben ist etwas, ja, vom Boden nehmen, etwas heben. Und Kreuz nennt man auch ja den Rumpf, also so den Oberkörper, also so vom Popo aufwärts bis zum Nacken. Das nennen wir auch das Kreuz. Und besonders so der untere Rücken, ja, der untere Rücken, das ist hauptsächlich das Kreuz und deshalb das Kreuzheben. Also diese Übung ist besonders gut für ja, den Rücken, aber auch für die Po-Muskeln und für natürlich auch die Beine. Also eine sehr gute Übung, die viele Muskeln beansprucht. Viele Muskeln beansprucht. Genau, diese Übungen mache ich momentan und ja, also nichts Spannendes. Also ich mache meistens dann diese 4 Übungen. Manchmal wechsle ich eine Übung, da mache ich etwas anderes, aber das ist so mein Standard-Workout. Genau. Ja, und ihr wisst ja, am Sonntag beziehungsweise am Wochenende, ich glaube, das habe ich mal in einem anderen Podcast erzählt, da gehe ich gerne Futsal spielen. Also Futsal, das ist fast das Gleiche wie Fußball, aber beim Futsal ist der Ball ein bisschen kleiner und ein bisschen schwerer. Und ja, es ist immer 6, nee, nicht 6, Entschuldigung, das war Quatsch. 5 gegen 5. 5 gegen 5 spielen wir zumindest immer beim Futsal. Ein Torwart, der im Tor steht und die Bälle hält und 4 Feldspieler, also 4 Spieler, die im Feld sind. Normalerweise 2, die hinten in der Defensive spielen. Verteidiger nennen wir sie. 2 Verteidiger in der Defensive. Und 2, die vorne spielen. 2 Angreifer. Also wir haben 2 Verteidiger in der Defensive und 2 Angreifer in der Offensive beim Futsal.
Genau, das spiele ich immer am Wochenende, Futsal. Und ich versuche ansonsten ja, zweimal joggen zu gehen und vielleicht zweimal ein kleines Kraftzirkeltraining zu machen. Also insgesamt ja, 5-mal pro Woche mache ich also ein bisschen Sport. Und ja, Sport ist für mich sehr, sehr wichtig. Ich bin ein absoluter Sportenthusiast, schon seit meiner Kindheit. Seit ich klein bin, mache ich gerne Sport. Früher habe ich sehr gerne Fußball gespielt. Und ja, ich glaube, ja, wann bin ich in den Fußballverein eingetreten? Ich muss kurz nachdenken. In den Fußballverein. Ich glaube, ich war 6 oder 7 Jahre alt. Als ich 6 oder 7 Jahre alt war, bin ich in den Fußballverein eingetreten. Eintreten, das bedeutet Mitglied werden, also teilnehmen an einem Verein, also in einen Verein eintreten. Und ich kann mich noch daran erinnern, an das erste Training, das Probetraining nennen wir das. Das erste Training, das Probetraining. Probe, also um zu schauen, wie es funktioniert, ob es Spaß macht. Man macht ein Probetraining immer, bevor man sich entscheidet, ob man Mitglied werden will, ob man in den Verein eintreten will. Im Fitnessstudio gibt es normalerweise auch ein Probetraining und bei dem Probetraining kannst du ja das Fitnessstudio testen. Du kannst schauen, sind die Leute nett, gibt es gute Geräte, genau. Und beim Fußball, im Fußballverein, gibt es auch ein Probetraining und du kannst natürlich testen, ob der Verein gut ist, ob dir das Training Spaß macht. Aber der Verein möchte natürlich auch dich testen und möchte auch schauen, ob du gut in die Mannschaft passt. Vielleicht bist du ein sehr guter Spieler und auch nett und hast Spaß. Dann passt es und du kannst in den Verein eintreten. Vielleicht sagen sie aber auch, unser Verein ist sehr leistungsorientiert. Das bedeutet, der Verein ist sehr ambitioniert, er möchte immer gewinnen, ja, sehr leistungsorientiert. Also sie wollen sehr starke Spieler haben. Und vielleicht bist du nicht so stark und dann sagt der Verein, in dieser Mannschaft passt es nicht. Vielleicht kannst du ja, in eine kleinere Mannschaft gehen oder ja, in die zweite Mannschaft oder in die dritte Mannschaft. Also in eine Mannschaft, wo es nicht so leistungsorientiert ist. Normalerweise gibt es immer eine erste Mannschaft. Sie ist immer ein bisschen leistungsorientierter. Eine zweite Mannschaft. Ich glaube, auch die zweite Mannschaft ist noch leistungsorientiert, aber das Niveau ist ein bisschen niedriger. Und es gibt natürlich auch in vielen Vereinen eine dritte Mannschaft oder sogar eine vierte Mannschaft. Ich glaube sogar, es gibt manchmal sogar eine fünfte Mannschaft in Deutschland im Fußballverein, weil so viele Kinder in den Fußballverein gehen. Deshalb brauchen sie viele Mannschaften, um allen Kindern einen Platz zu geben im Verein. So, und jetzt zurück zu meinem Probetraining. Jetzt habe ich viel erzählt über das Probetraining und über die Mannschaften. Also mein erstes Probetraining war, ja, ich war sehr nervös, ich erinnere mich, aber beim ersten Probetraining konnte ich gar nicht mitspielen, weil der richtige Trainer
von der Mannschaft nicht da war. Übrigens, Mannschaft, die Mannschaft, das ist das deutsche Wort für Team. Das Team. Das Team, aber die Mannschaft. So, der richtige Trainer war nicht da, es war nur ein anderer Trainer da und deshalb habe ich nicht mitgespielt, sondern ich bin mit meinem Vater wieder nach Hause gefahren und bin an einem anderen Tag wiedergekommen, an einem Tag, an dem der richtige Trainer da war. Und da war ich dann auch wieder sehr nervös, aber es hat mir super Spaß gemacht. Und der Trainer hat gesagt, ja, super, Falk kann bei uns mitspielen. Er kann Teil unserer Mannschaft sein und er kann in den Verein eintreten. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann habe ich sehr, sehr lange in diesem Verein gespielt. Ich glaube, ja, vielleicht 6 Jahre. 6 Jahre habe ich in diesem Verein gespielt. Und dann habe ich erstmal eine Pause gemacht. Ich wollte nicht mehr im Verein spielen. Ich wollte lieber ein wenig hobbymäßig spielen. Hobbymäßig, also nur aus Hobby, nicht leistungsorientiert, nicht so organisiert, sondern einfach aus Spaß, aus Hobby. Und in dieser Zeit bin ich dann einfach mit Freunden zum Fußballplatz gefahren und habe dann dort mit ihnen gespielt. Aber später bin ich dann noch einmal in den Fußballverein eingetreten, in einen anderen Fußballverein. Und dort habe ich noch mal ein Jahr gespielt, aber ich war sehr oft verletzt. Ich hatte oft Verletzungen, also zum Beispiel eine Knieverletzung oder eine Fußverletzung. Ich hatte oft Schmerzen und dann habe ich nach dem Jahr gesagt, nein, ich möchte erstmal nicht im Verein spielen. Ich möchte wieder aus Spaß spielen, aus hobbymäßig. Und dann habe ich später noch mal in der Universität in einer Mannschaft gespielt und ja, danach, also wie gesagt, nicht mehr in einem Verein, aber in Deutschland sind die Fußballvereine fantastisch, sehr gut organisiert und viele Vereine sind auch ja, sehr leistungsorientiert. Es gibt aber auch Vereine, die ja ein bisschen mehr aus Spaß spielen. Also sie wollen nur, dass die Kinder Spaß haben. Und ja, wenn sie gewinnen, gut, aber wenn sie verlieren, ist es auch nicht so schlimm. Mein Verein war damals sehr leistungsorientiert und ich glaube auch deshalb hatte ich am Ende nicht mehr so viel Spaß. Ich hätte lieber ein bisschen mehr aus Spaß gespielt, aber der Trainer war sehr streng und hat auch mich oft kritisiert und gesagt, das war schlecht, Falk, du musst das so machen. Und das mochte ich nicht so. Also ein bisschen mehr aus Spaß spielen, das hätte ich bevorzugt. Das hätte ich präferiert. Ja, etwas bevorzugen, etwas präferieren. Präferieren benutzen wir aber nicht so häufig wie das Wort bevorzugen. Ich weiß, es ist einfach, weil ja präferieren, das deutsche Wort, es klingt wie das englische oder das französische Wort, aber wir verwenden häufiger bevorzugen. Oder wir sagen etwas lieber machen. Zum Beispiel, ich spiele lieber aus Spaß. Ja, ich spiele nicht so gerne leistungsorientiert, ich spiele lieber aus Spaß. Oder ich bevorzuge, aus Spaß zu spielen.
Du kannst auch sagen, ich präferiere aus Spaß zu spielen, aber es klingt ein bisschen zu formell vielleicht, ne? Dass du weißt. Präferieren vielleicht eher formell und bevorzugen oder lieber machen klingt ein bisschen natürlicher, besonders in alltäglichen Situationen im Alltag. Also wenn du mit der Familie, mit Freunden, aber auch beim Arzt oder ja, mit verschiedenen Personen sprichst, bei der Arbeit. Ja, ähm, wo waren wir stehen geblieben? Ah, das ist auch ein guter Satz. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, wenn du mit dem Thema vielleicht ein bisschen abgewichen bist, also wenn du nicht mehr über das eigentliche Thema sprichst, sondern über Nebenthemen, andere Themen, und du willst wieder zurück zum eigentlichen Thema, dann kannst du sagen, wo war ich stehen geblieben? Also was war eigentlich unser Thema? Ah ja, unser Thema war, und dann kannst du wieder darüber sprechen. Also, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, beim Thema Sport und Verein. Und also wie gesagt, mich würde mal interessieren, wie das mit den Vereinen in eurem Land ist. Gibt es auch viele Sportvereine mit vielen Mannschaften? Also gut, Mannschaften sind natürlich nicht in jedem Sport vorhanden. Es hängt von dem Sport ab. Es gibt ja Teamsport und es gibt Individualsport. Teamsportarten und Individualsportarten. Ich habe zum Beispiel auch mal Tischtennis gespielt. Ich war mal bei einem Tischtennisverein. Ich habe auch mal Basketball ausprobiert. Ich habe auch mal ein bisschen Basketball gespielt in einem Verein, aber beides nur sehr kurz. Die längste Zeit habe ich im Fußballverein verbracht. Die längste Zeit war ich Mitglied in einem Fußballverein. Und später dann war ich auch mal Mitglied in einem Fitnessstudio. Ja, ich bin Mitglied in einem Fitnessstudio gewesen. Das war vielleicht 1 oder 2 Jahre, nicht so lange. Und heute bin ich ja in keinem Verein mehr Mitglied. Ich bin nicht mehr Mitglied. Ich bin in keinem Verein Mitglied, in keinem Sportverein, in keinem Fitnessstudio. Aber ja, wenn ich eine Möglichkeit habe, wenn es etwas Interessantes gibt, vielleicht werde ich noch einmal Mitglied in einem Sportverein. Wer weiß. Bist du Mitglied in einem Sportverein? Schreib mir das mal in die Kommentare. Und ich muss mal schauen. Ich habe die ganze Zeit gar nichts getrunken. Ihr habt mich abgelenkt. Ich war so enthusiastisch über das Thema Sport, dass mein Tee kalt geworden ist. Na gut, ich trinke mal noch einen Schluck. Ja, der ist schon ein bisschen kalt. Okay. Muss ich gleich noch mal ein bisschen heißes Wasser dazu gießen. Aber das werdet ihr nicht mehr sehen, denn ich werde, wie gesagt, das Video jetzt beenden. Ich danke dir fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder, würde ich sagen. Also, bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Tschüss und bis bald. Macht's gut.